Herzlich willkommen zum Keyhelp Administrationstutorial. In diesem wollen wir uns der Serverdienstverwaltung widmen. Im linken Menü über den Menüpunkt Serverdienstverwaltung werden die einzelnen Serverdienste tabellarisch aufgeführt und können entsprechend gestoppt, gestartet oder neu gestartet werden. Der jeweilige aktuelle Zustand eines Serverprozesses ist in der ersten Spalte der Tabelle dargestellt. Ein grünes Dreieck steht hierbei für einen laufenden Prozess, ein schwarzes Viereck für einen gestoppten Prozess. Je nach Zustand des Prozesses sind dann entsprechende Aktionen entweder nur stoppen oder nur starten möglich. Bestimmte serverkritische Dienste können auch nicht gestoppt werden, sondern nur neu gestartet, da ein Abschalten des jeweiligen Prozesses ein Versagen von Keyhelp und entsprechend einen fehlenden Zugriff auf die Serverdienstverwaltung bewirken würden. Hiervon betroffen wären der Datenbankserver, der PHP-Dienst und der Webserver. Die einzelnen Dienste sind nach ihren entsprechenden Funktionskategorien in der Tabelle sortiert, angefangen von den Webhosting-Diensten, welche den Webserver, den Nameserver Bind, die PHP-Dienste, den Datenbankserver und den FTP-Server beinhalten, darunter gefolgt von den E-Mail-Diensten, dem Mail-Server Postfix, dem IMAP und POP3-Server Dovecot, Amavis und SpamAssassin für die Spam-Filterung sowie ClamAV für die Virenfilterung und der OpenDKIM-Dienst für eine entsprechende OpenDKIM-E-Mail-Signierung. Unter sonstige Dienste sind des Weiteren noch der Cron-Daemon, Fail2Ban für einen Brute-Force-Schutz, in welchem er nach einer bestimmten Anzahl fehlgeschlagener Logins entsprechende IP-Adressen in der Firewall blockiert, der SSH-Dienst und die Zeitsynchronisation mit einem NTP-Server aufgeführt. Soweit die Übersicht zu den einzelnen Serverdiensten. Ich bedanke mich für das Interesse an diesem Tutorial.